finde, die Öffentlich-Rechtlichen sollen diese gesellschaftliche Vielfalt als Querschnittsaufgabe sehen in allen Programmen. Also wir wollen jetzt nicht Programme für die Zugewanderten machen, nur sollen wir auch machen, aber nicht nur. Wir sollen uns nicht an irgendwelche Ausländer richten oder irgendwelche Migrationsgeschichten machen, sondern wir sollen aus diesem Denkrahmen arbeiten, was diese Gesellschaft ausmacht und das zu unserer Grundlage machen in der Medienarbeit. Und dann haben wir Programme, die nicht selbstreferenziell sind, sondern die sich mit der Realität des Lebens in Deutschland auseinandersetzen und diese Realität spiegeln. Ich finde es auch am wichtigsten fast in den Medien, den verkrampften Umgang wegzulassen, sich zu lösen von der politischen Korrektheit und einfach mal auf das Leben im Land zu gucken. Wenn Sie zum Beispiel Servicesendungen, das muss gar nicht politisch hochtrabend sein, wenn Sie, sage ich mal, eine Servicesendung machen und in diese Servicesendung kommt immer die kleine deutsche Familie, Mann, Frau, ein Kind, Doppelhaushälfte. So, ist das wahre Leben? Ja, für einen Teil, für ein Segment der Gesellschaft, aber nicht für alle. Wenn Sie auf die Straße gehen in Berlin, in Köln, dann sehen Sie ganz unterschiedliche Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen. Und Sie können auch durchaus selbstbewusst und selbstverständlich diese Menschen als Protagonisten dieser Programme darzustellen, die jetzt nicht unbedingt über ihre Migrationserfahrung erzählen sollen, aber die einfach den Durchschnittsbürger oder Bürgerin darstellen sollen. Und damit wäre schon viel getan. Eine Sichtbarkeit zu schaffen auf den Bildschirmen schafft auch ein anderes Bewusstsein. Ich bin vor einem Vierteljahrhundert nach Deutschland gekommen und jetzt allmählich fange ich an, von einem Wir zu reden. Ich ertappe mich dabei. Früher habe ich immer von den Deutschen gesprochen. Ich zähle mich jetzt dazu. Ich habe aber eine Tochter, die ist ganz anders drauf als ich. Deutsch ist ihre dominante Sprache und die ist natürlich Teil dieser Gesellschaft. Für sie ist diese Mehrsprachigkeit und Teilhabe an 3 verschiedenen Kulturen die Normalität. Und das ist, glaube ich, die Zukunft. Wir sehen heute, die Jugendkultur, die Popkultur hat den politischen Diskurs längst überholt.